Moinsen, liebe Ali- und Tackle-Freunde. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum zweiten Teil von der Sana Max DC SV-Spule. Wir sind jetzt am Wasser, wie ihr seht, Wintertime. Wir sind jetzt gerade so um die 0 Grad. Ich habe die Chance genutzt. Heute Morgen waren es noch Minusgrade. Heute Nachmittag werden es auch wieder Minusgrade werden. Es ist ein Fließgewässer hier. Das ist das einzige, oder ein Tidengewässer, auch das einzige, was noch eisfrei ist. Alles andere Stillgewässer sind zugefroren. Wir haben ja Schonzeit. Daher wird es heute nur Wurftest mit Blei geben. Ich habe verschiedene Gewichte mit. Also heute definitiv kein Fisch in dem Video zu sehen. Das schon mal vorab. Ja, ich habe jetzt als Setup, wie in dem Table-Video, die Sharpen in H mit der DC-Spule. Als Schnur habe ich eine 1,5 PE LSP, die Thunderstorm drauf, 8-fach geflochtene, vorgeschaltet ungefähr 2 Meter Fluorocarbon in der Stärke 55, ja, 0,55. Verbunden mit einem FG-Knot. Wenn ich jetzt auf Hecht angeln würde, würde ich mir hier natürlich noch ein Hartmono oder ein Stahl- oder Titanvorfach vorschalten. Das brauchen wir jetzt aber ja bei dem Blei nicht. Gut, die Spule ist eingestellt so, dass sie gerade etwas Spiel hat, also wirklich sehr minimal nur. Man könnte sie vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aufdrehen, aber wir belassen es dabei. Die Magnetbremse stelle ich jetzt mal auf 3 beziehungsweise auf die 15., auf die höchste Stufe, und wir fangen hier mit einem 10 Gramm Gewicht an. Und dann machen wir einfach mal einen Wurf und gucken, wie sich die Rolle verhält. Ja, und man sieht schon, der Wurf geht schon nach links, weil die Rolle schon zu stark bremst. Direkt am Anfang. Aber das war ja nicht anders zu erwarten. Von daher drehen wir mal direkt auf 2. Also gehen 5 Stufen runter. Das sieht schon ein bisschen besser aus, aber wir können noch weiter runter. Gehen direkt runter auf 1. Ja. Man merkt am Ende des Wurfs, dass sie reguliert hat, aber am Anfang nicht mehr. Von daher ganz gut. Wir zählen mal durch. Das war jetzt gar nicht so wenig. 1, 2, 42 Umdrehungen. Meterzahl blende ich euch wieder ein. Ich weiß jetzt nicht, wie der Durchmesser der Spule ist. Das messe ich zu Hause dann nochmal nach. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt hoch. Die Rute hat ja auch hier ein Wurfgewicht von 12 bis 65 Gramm. Wir haben jetzt 10 Gramm dran. Also das ist ja eigentlich auch nicht ein Gewicht, was man mit der Rute werfen würde. Vielleicht im äußersten Notfall. Gehen tut es aber, wenn auch nicht überragend. Aber zur Not kann man das auch machen. Okay, wir erhöhen auf 14 Gramm. Also jetzt sind wir auch im Wurfgewichtsspektrum der Rute. 14 Gramm. Ich drehe jetzt nicht wieder ganz auf 3 hoch, ich lasse es auf 2, mittlere Stufe. Ja, komplett, ohne irgendwas mit dem Daumen zu machen. Aber ich habe wieder gemerkt, ziemlich stark reguliert. Wir können auch hier weiter runter gehen. Bevor ich jetzt durchzähle, machen wir das erstmal. Gut, wir gehen runter auf 1, 14 Gramm. Auch wieder kein Backlash. Schnurbogen ist raus. 1, 2, 3, 4. 49 Umdrehungen. Wir sind noch ein bisschen weiter runter gegangen, sind jetzt auf 1, 2, dritte Stufe, vierte. Ja, ohne Daumen, kein Problem. Machen den Schnurbogen mal schnell raus, zählen wieder durch. 3, 4, 5, 6, 7. 48, 49 Umdrehungen. Man könnte sicherlich jetzt noch ein bisschen weiter runter gehen und auch noch die Spule ein bisschen weiter aufdrehen auf Risikofischen. Aber ich denke, die Wurfweiten sind so schon ganz gut. Also das reicht zum Polder, zum Bootsfischen
Und auch hier, wenn man hier wie ich jetzt am Fluss ist oder auch an einem See, reicht die Wurfweite, denke ich, dicke mit 14 Gramm. Gar kein Problem. Wir wechseln aufs nächsthöhere Gewicht. Etwas höheres Gewicht, 28 Gramm. Bremse ist komplett auf 3, also auf der höchsten Stufe. Wir machen mal einen Wurf und gucken, wie die Rolle reagiert. Bremst. Wurfweite aber gut. Aber da geht noch ein bisschen was. Wir zählen mal. 1, 2, 3, 4. 40, 49. Wir gehen auf Stufe 2 mit den 28 Gramm. Immer noch kein Backlash oder noch nicht mal ein Überschlag. Schnurbogen mal eben rausholen. 3, 4, 5, 6. 49 Umdrehungen. 1,5 ungefähr. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen mehr. Ohne Daumen. Friert leider ein bisschen zu hier. Wir zählen mal, der war ein bisschen weiter. 1, 2, 3, 4. 50, 58, 59 so um den Dreh. Gut, wir gehen noch ein Gewicht höher. Leute, ihr seht's, mir frieren die Rutenringe zu. Gut, wir gehen gleich hoch auf 50 Gramm. Schön wäre, wenn die Rolle bis 60, 65 fischen oder werfen würde, so dass ich sie hier an der Sharpen dran lassen kann. Das wäre mein absoluter Wunsch. Vorher habe ich die Seasir Commando Power drauf gefischt. Auch eine tolle Rolle, aber passte farblich mit den roten Akzenten natürlich nicht so geil zur Sharpen wie die Sana Max und Pur Lure und Pur Lure. Der innere Monk spielt ein bisschen mit. Gut, wir gucken. 50 Gramm gehen auf Stufe 3, also auf der höchsten Stufe. Rutenring eingefroren. Ja. Kurzes Bad. Gut, Leute, 50 Gramm. Wir machen den Wurf. Boah, das werden auch wieder so 45 Umdrehungen sein, schätze ich. Kein Daumen auf der Spule, aber Eis im Lineout. So, Schnurbogen mal eben raus und 1, 2, 3. Ja, 49, 50 Umdrehungen auf Stufe 3 mit 50 Gramm. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen höher. Die Rute kommt dann aber auch langsam, also 65 Gramm Wurfgewicht. Das ist auch das absolute Maximum, was man mit der Rute werfen sollte. Also Leute, schnallt euch da nicht mehr ran. Also ich werde jetzt noch 10 Gramm ranmachen, dass wir bei 60 Gramm sind und dann gucken wir mal. So, also noch ein 10 Gramm Chebo dran an den 50 Gramm Bärenblei. Wir sind bei 60 Gramm. Routenaktion der Sharpen. Fühlt sich jetzt auch schon nicht mehr so geil an tatsächlich. Wir bleiben auf Stufe 3. Ich mache mal erstmal einen vorsichtigen Wurf. Wunderbar. Auch das geht noch. 1, 2, 3. 45 Umdrehungen. Ich ziehe natürlich jetzt nicht mehr ganz durch. 1, 2. 43. So, also 60 Gramm, Stufe 3, Schnurbogen mal raus, 1, 2. 46 Umdrehungen mit 60 Gramm auf Stufe 3. Man könnte jetzt sicherlich noch ein bisschen runtergehen. Ich will hier aber auch keinen Schnurbruch forcieren.
weil ich auch ständig gefrorene Ringe und ein gefrorenes Lineout habe. Wir probieren es aber trotzdem mal. Wir sind noch ein bisschen runtergegangen auf 2,5. Ich ziehe jetzt aber auch mit der Rute nicht mehr voll durch, weil 60 Gramm, das ist echt Kotzgrenze jetzt für die Scharpen. Immer noch, also Eis, immer noch ohne Daumen auf 2,5. Man könnte sicherlich noch weiter runtergehen. 47 Umdrehungen. Ja, also ich bin zufrieden. Ich kann sie so, wie sie ist, auf der Scharpen drauf lassen mit der DC-Spule. Und dann würde ich sagen, erfolgreich bestanden. Wir switchen mal auf die SV-Spule und nehmen uns die Crazy Man von Nurstar und werfen dann mal hoch bis 100 Gramm. So Leute, ich habe umgeriggt. Ihr seht, es ist jetzt die SV-Spule drauf. Ich habe da eine Tsukibo Zinsang 8-fach geflochten in 2,0 PE drauf. Ihr könnt aber auch ruhig eine 3,0 PE nehmen, dann habt ihr noch ein bisschen Puffer, falls ihr mal einen Backlash kriegen solltet. Gerade wenn ihr ja so um die 100 oder über 100 Gramm Köder werft, wenn ihr da einen Backlash kriegt, dann knallt das einmal und dann ist die Schnur irgendwo durch und der Köder ist weg. Setup ist sonst das gleiche, wieder 2 Meter Fluorocarbon, 55 oder 0,55 mm. Wir fangen mit 20 Gramm an. Ja, Spule hat wieder ein bisschen Spiel. Minimal. Bremse können wir hier einstellen von 20. Das kennt ihr aus dem Unboxing-Video, bis auf 0. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf 10, auf die mittlere Stufe, 20 Gramm. Ganz ordentlich. 1, 2, 3, 30, 40 Umdrehungen. Irgendwo ist wieder eingefroren. Ja, hier oben. Den müssen wir noch mal neu machen. 1, 2, 3. 40, 41 Umdrehungen. Wir gehen mal noch ein bisschen runter, weil auf 6 die Spule ist noch stark bremst. Wow, wow. Daumen zu spät draufgepackt. Das wurde gleich bestraft, aber der Wurf war super. Also das wären mindestens 60 Umdrehungen, schätze ich mal gewesen, aber ich war so geflasht von dem Wurf mit 20 Gramm, vor allen Dingen an dieser Route, dass ich vergessen habe, den Daumen auf die Spule zu packen. Aber alles kein Problem. So. Wieder aufspulen und dann geht's weiter. So, Schnurbogen haben wir nicht. 1, 2, 3. 55 Umdrehungen mit 20 Gramm. Mit der SV-Spule an der Route, die hat zwar ein Wurfgewicht 10 bis 45 Gramm, ist aber eine Snakehead-Route. Könnte ich auch noch mal eben kurz was zu sagen. Also Lurstar bei Pure Lure Crazy Man 732XH ist 2,20 Meter lang. Optisch gefällt sie mir auch. Schön schlicht mit ein bisschen Schwarz, bisschen Silber. Hat gut Bums, so bis 100 Gramm. Und wie ihr sehen könnt, 20 Gramm könnt ihr damit auch noch werfen. Also eine richtig schöne Hechtroute. Ist aber lange nicht so straff wie viele andere Snakehead-Routen. Ja, und Wurfgewicht so 20 bis 100 Gramm kann man da gut machen. Also als Hechtroute oder schwere Zanderroute wirklich super. Hat eine richtig schön knackige Aktion und kostet auch nicht die Welt. Ich muss jetzt lügen. 50, 60 Euro. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Gut, wir gehen hoch auf ein höheres Gewicht. Nehmen die 20 runter. So, ich bin gleich hochgegangen auf die 50 Gramm wieder. Spule gehen wir mal wieder auf volle Power auf 20. Bremst, wie ihr gesehen habt oder gehört habt vielleicht auch. Ich habe es auch gemerkt. Bremst ziemlich stark ab.
Wurfweite wäre jetzt aber für einen Polder immer noch okay gewesen. Wir gehen runter auf 10. Und sie bremst immer noch stark ab, aber das waren auch wieder so um die 40 Umdrehungen. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Stufe 6, 7. Eieiei, das war der weiteste Wurf bisher. Schnurbogen ist raus. Wir zählen mal. 1. Ich 74, 75 Umdrehungen. Habe ich mich jetzt verzählt? Ich mache noch eine. Eins, zwei, drei. ...77 Umdrehungen, ich habe mich nicht verzählt. Wahnsinn. Und das mit 50 Gramm. Also mit der Route, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Halt, wir sind ja noch nicht fertig. Könnt ihr noch ein Stück runter gehen. Ich gehe mal auf 4. Eieiei. Noch weiter. 1, 2, 3. ...86 Umdrehungen. Wir machen gehen noch einen runter. Wir sind jetzt auf Stufe 3. Wir sind eisfrei. Wahnsinn, Leute. Das Ding fliegt wie Hulle. Wir zählen wieder. 1, 2, 3. ...89, 90, 91, 92, 93 Umdrehungen. Ich bin ein bisschen geflasht, ehrlicherweise. Gut, das ist jetzt ein Bärenblei, das fliegt natürlich auch sehr gut. Ein Hardbait würde jetzt nicht auf die Weite kommen, aber ich glaube, ja, das zeigt auch mal wieder, dass das SV-System dem DC-System doch überlegen ist. Ich habe wieder Eis im Lineout. Fische ich persönlich auch viel lieber. Ich bin auch pro Diver. Bei Baitcastern, bei Stationärrollen bin ich pro Shimano, aber das SV-System ist einfach unschlagbar. Und gerade für Leute, die keinen Bock auf dieses Fiepen haben, holt euch eine SV-Spule oder eine SV-Rolle. Ihr seht, das Ding wirft großartig. Ja, ich würde sagen, wir gehen hoch. Also Sweet Spot hier 50 Gramm, perfekt. Okay, 50 und 28 Gramm. Shebu. Macht in Summe, ich blende es euch ein, nein, Spaß, 78. Ihr seht, macht die Route noch. Ich gehe hoch auf 14. Ja, ich glaube, wir können noch ein bisschen weiter runter gehen, war wieder gut gebremst. 10, mittlere Stufe. Also Sweet Spot ist, glaube ich, so bei 50 Gramm. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter runter auf 6. Oh, das ist aber auch schon wieder ziemlich weit. Wir zählen mal. 1, 2.
...66 Umdrehungen mit knapp 80 Gramm. Wir gehen runter auf 4. Macht sie einfach. 1, 2, 3, 4. ...72, 73 Umdrehungen mit 78 Gramm. Wir gehen hoch. Okay, 100 Gramm, beziehungsweise das Bleigewicht 105 Gramm, also so wie ein Western Swim zum Beispiel wiegen würde. Rute macht das noch mit. Wir gehen hoch, wieder auf 20. Machen erstmal einen vorsichtigen Wurf. Ja, wird noch stark gebremst. Dann probieren wir mal vorsichtig mit Überkopfwurf. Vielleicht 35 Umdrehungen. Also wir können mit der Bremse auf jeden Fall noch runter. Gut, ich würde sagen, wir gehen direkt runter auf 10. Wahnsinn. 1, 2. ...64 Umdrehungen mit 100 Gramm auf Stufe 10. Wir gehen runter auf Stufe 5. Schnurbogen raus, ja. 1, 2. Sich 79 Umdrehungen mit 105 Gramm. Okay, wir sind runter auf Stufe 4 gegangen mit den 105 Gramm immer noch. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt einen Backlash kriege. Dann könnte es sein, dass es meine Schnur sprengt. Ne, geht noch. Jetzt aber auch nicht voll durchgezogen, aber wir kommen auf die gute Wurfweite immer noch. So, wir sind bei 125 Gramm Bärenblei und noch ein 20 Gramm Stabblei. Wir gehen hoch auf Stufe 10. Ich mag mit der Rute jetzt nicht mehr ganz durchziehen. Aber sie macht's noch. Sie macht es noch. Aber Wahnsinn. Die wirft mit der DC-Spule, oder wahrscheinlich könnt ihr tatsächlich mit einer SV oder mit der SV-Spule an einer anderen Route unter 10 Gramm werfen. Die 20 Gramm hat sie auch super gemeistert. Ich habe jetzt relativ dicke Schnur auch drauf und auch nicht die richtige Route für so ein Wurfgewicht. Aber was für ein breites Spektrum die hat, vor allen Dingen dann auch mit den beiden Spulen. Lineout ist wieder zu. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Table nochmal zum kurzen Fazit. Es macht langsam nämlich auch keinen Sinn mehr. Der Lineout friert ständig zu. Die Ringe sind einigermaßen groß genug, aber hier gibt es Probleme. Ich will jetzt auch keinen Schnurbruch provozieren. Also bis gleich am Tisch, Leute. So Leute, zurück im Warmen. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck der Sana Max bekommen. Wirklich enorm, was man preis-leistungstechnisch wieder bekommt, wenn man überlegt, was man für eine DC bezahlen musste früher. Und hier bekommt man dann einfach noch eine SV-Spule und eine Sideplate gratis mit dazu. Ja, und dann auch noch ein SV-System, was so krass performt. Ihr habt gesehen, mit der SV-Spule ist man extrem sportlich unterwegs. Die DC-Spule bringt Sicherheit bei immer noch sehr guter Wurfweite. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe an der Rolle schon ein bisschen geschraubt, habe neue Knobs drauf gemacht, habe auch schon einmal komplett die Rolle aufgemacht und zerlegt.
Meine erste Einschätzung zum Wurfgewicht würde ich etwas nach unten korrigieren, also mit der SV-Spule bis 70 Gramm. Klar, ihr habt gesehen, da geht auch mehr und die Rolle lebt auch noch und läuft noch ohne Probleme. Aber die Frage ist dann ja auch immer, wie lange macht die Rolle bzw. die Materialien das mit? Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal eine Longshot-Spule raus. Die würde zusätzlich bei schweren Ködern oder gerade bei schweren Ködern einfach noch mal mehr Stabilität bringen. Mein Feedback dazu ist am Pool-Lure auf jeden Fall raus. Ansonsten, ich lasse die Rolle jetzt auf der Sharp NH, 12 bis 65 Gramm Wurfgewicht. In dem Spektrum hat die Rolle sich einfach am wohlsten gefühlt und auch am besten performt. Ihr habt gesehen, mit 50 Gramm ging das Ding ab, einfach wie Schmitz Katze. Ich wurde nochmal gebeten, mit einer Shimano-Rolle einen Größenvergleich zu machen. Ich habe hier eine 100er Größe von Shimano. Und ihr seht, dass die Sana vom Body her einfach nochmal einen Ticken kleiner wirkt. Also die Shimano etwas wuchtiger. Demnach auf jeden Fall eine Rolle MH, H-Bereich. Ja Leute, wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, hype das Video. Ich wünsche euch dicke Fische, tight Lines. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.